Moin zusammen und willkommen zurück zu Let's Play Wing Commander Saga. Wir legen erstmal gleich wieder los mit einer fetten Textpassage. Da ist es eine ganze Menge, was da jetzt wieder auf euch zukommt, aber ihr kennt das Theater ja schon. Ne? Ich scroll das jetzt schon mal runter, mal gucken, wo waren wir stehen geblieben. At first he bla 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 bla. Ja, genau, okay. Gut, legen wir los. Gehen wir zur Einsatzbesprechung weiter. Good morning, pilots. Since none of you ended up sucking vacuum on your first training exercise, Lieutenant Colonel Mitchell asked if we could keep from screwing up a few simple milk runs. You may consider them to be on-the-job training. Today we are tasked with escorting the shuttles and transports that brought you newbies, along with the replacement equipment and supplies you will use for the next few weeks, out of the system. Each of you will be detailed a convoy of a few shuttles or transports, depending on their destination. Personnel shuttle launches have been staggered so that at least one of the Diamondback senior officers will be able to observe you rookies and hold your hands on this mission. As soon as you return, the next escort flight will launch and so on. Check the computers for your assignments. Sandman, you'll be with me on this run. The transport TCS Aurora is headed for the Edding system. We will hook up with the transport and ensure its safe passage. Lieutenants Chaplin and Chrysologo will be joining us. We have set up a 4-point navigational route, passing by an asteroid field and finally leading to the Eddings jump point at Nav 4. As soon as the transport has been safely delivered, we will return to the Wellington. Gut, escort the TCS Aurora to the Eddings Jump Point. Machen wir. Ship Selection und Weapons Loadout haben wir immer noch nicht zur Verfügung. Das bekommen wir erst später. Ich glaube, das kriegen wir auch im ganzen Prolog gar nicht. Macht aber nichts. Bravo Sierra 80, you're cleared for takeoff. Jo, jetzt muss Our escort is waiting for you at the designated rendezvous coordinates. jetzt muss der Shuttle erst aus dem Weg, damit ich hier raus kann. Wenn es weit genug weg ist. Das sieht gut aus und Vollgas. You have permission to launch, Lieutenant. So, hier gibt's viel Dialog. Awaiting orders for escort mission. Nice to meet you, Sandman. They call me Assassin. And they call me Ninja. Nice to meet you, kid. Nice to meet you too. How long have you guys been on the Wellington? For a few months. We got put here right after the Battle of Earth. You guys fought in it? Yeah, we were in the same ferret squadron. It was actually our first mission right out of the academy. All of us who survived were all promoted one rank after that escapade. That's really cool. Yeah, well, not all of us rookies survived. Well, it made for one heck of a career starter. Sandman, I see you met Assassin and Ninja. They're good pilots. The record at the Battle of Earth and their service on the Wellington has proven that. You do well to watch them closely. For the most part. Sometimes their communications decorum is a little lax. I'd rather not have you pick up that particular habit. Ah, come on, Major. If we've got to fight a war, I think we've got the right to have at least a little fun while we do it. We all need to blow a little steam now and then. Don't push it. When have we ever pushed the line? You want a list? No thanks. Good. Alles klar. Send navigation to Nav 1. Roger that, Major. Sandman, out. Hey Sandman, don't forget to hook up with the transport's autopilot system. Fly within 950 clicks of the transport to make the link. So, das sollte reichen. Hey! Arschloch, ich war doch eben nah genug dran. Aha, alles klar, hat das Ziel noch nicht erkannt gehabt. This is the TCS Aurora. Na gut. Autopilot linked. We are ready to go, Lieutenant. Jo, dann machen wir das mal. Proceed to next waypoint. Ich glaube, bei Wing Commander 3 hatten wir auch gleich in Mission 2 so eine Escort-Mission, wo wir so einen dämlichen Transporter beschützen mussten. Und als ich das erste Mal gespielt habe, bin ich gleich kräftig auf die Nase geflogen in dieser Mission. Ja, weil man muss hier echt aufpassen, was man tut, trotz des voreingestellten Schwierigkeitsgrades.
Wenn man die Missionsziele nicht in der richtigen Reihenfolge erfüllt, ja, puff, dann verlierst du halt, ne? Das geht nämlich ganz schnell, dass der Transporter in die Luft geblasen wird. We have reached Nav 1. Scopes are clear. How are you doing so far, Sandman? Fine. Just fine. Yeah, it's about this time on an escort mission that the boredom really starts to set in. You gotta be careful to stay focused. You can start to daydream, and if you're not careful, you could even drift off to sleep. Speaking of which, Major, I've been having these weird dreams lately. About evil Kilrathi waiting to snatch you from under your bed? No, really, it's kinda different. And how is that, Lieutenant? You always appear wearing old cowboy attire and leather chaps with no pants. Oh, not that one again! I love that dream. Will you two morons shut up? You're going to traumatize poor Sandman for life. Sorry, sir. And this is what can happen when you get bored on a transport escort run. Ugh, scary stuff. Yep, in der Tat. Transport runs are important to the Confederation war effort, Sandman. Our combat forces need fuel, weapons, and supplies. We could lose the war by losing too many transports, even if we didn't lose a single capital ship. Yes, sir. Good. You can be taught. Let's move on. Okay, können wir nicht zum nächsten Wegpunkt weiter? Na bitte, es geht doch. Waypoint. So. Ich hoffe, hier passiert noch mal was in dieser Mission. Das ist bisher ein bisschen eintönig. Aber wir kennen ja alle die Wing Commander-Reihe und wir wissen ganz genau, wann, wie, was, wo passieren wird. Selbst wenn wir das Spiel noch nicht gespielt haben. Ich meine, das ist kein offizielles Wing Commander, aber es ist nun mal basierend darauf. Zum Glück sind sie nicht so lästig für den Wing Commander 1 und 2. Now, you see those rocks in front of you? Those are called asteroids. They float around and run into things and hurt them. We're here to keep that from happening to the transport. If any asteroids stray too close to the transport, your job is to blast them. Yes, sir. But, sir, if the asteroids are dangerous, why not just steer the transport clear of them? It's the enemy we can't see that is most dangerous, Sandman. The asteroids provide cover to help us hide our supply routes. Right now, we're just going to skirt the edge of the field. It will provide some natural ECM for us, decrease the likelihood of us being detected. Even though there likely isn't anything out there trying to detect us. Standard precautions and all, you know. Keep in mind, though, that the ECM works both ways. So we probably won't see anything the size of a light fighter hiding in the asteroids until it is practically on top of us. So, keep your eyes open for anything in the Wow, das ist die asteroids. Asteroiden ja voll sicher, um so eine Route zu planen. Geil. Proceed to next Na gut, waypoint. fliegen wir weiter und gucken mal, was passiert. We've arrived at Nav 3. I'm reading a lot of rocks and not much else. Jo, ganz Looks like there's viele no danger Steine. here after all. Should we proceed to the next nav point? Wait a second. Got some strange readings on the scope. Analyzing... Contact. I'm picking up multiple bogies in the asteroid field. Computer reads as Razor and Demon class fighters. IFF is negative. You spoke too soon, Sandman. Look sharp. I'm seeing it too. Looks like the vessels are Terran. Could they be mercenaries or militia? If they were, they would have told us that already. Probably just pirates. Pirates? How? What would they be doing here? Sandman, just because we've been fighting the Kilrathi for the past 35 years or so, doesn't mean piracy and other criminal activities have just come to a screeching halt. Well, then let's take them out. Well, you need to warn them first. They are citizens of the Confederation after all. Assassin, read them the rights. Genau, richtig. Unidentified fighters. This is Aero Escort flight from the TCS Wellington. You have the right to get the hell away from us. You have the right to tell us that you are pirate scumbags. And you have the right to attack us and get blown to space dust. What are your intentions, over? Die, pig! You know, I'm actually feeling kind of disappointed here. I was hoping for an army tea
or Nee. something like Genau, that. richtig. Sir, I don't think he liked his rights. I don't think so either. Bandits are accelerating to attack speed, heading directly for the Aurora. That does it. Break formation and open fire. Check the TCS Aurora at all costs. Yes, sir. Breaking formation and opening fire. TCS Wellington, the Aurora is under attack by pirate forces at So, NAV 3. Request Punkt backup. ist, Over. als allererstes müssen wir die Demons This is the zerstören. real thing, so keep your eyes open. If missiles are fired at you, you need to make sure to use your countermeasures. Remember, your missile alarm will beep faster the closer the missile gets to you. When it gets close, So, drop zack, a da haben wir countermeasure, Rakete. hit your afterburners, and make hard. That will be the best chance for evading the missile. Take out those demons first. Gar nicht so viel. Ja, ja, genau. Die haben nämlich Captured Missiles dabei, die Demons, und die müssen deswegen als allererstes erledigt werden. So, wo ist der nächste? Da hinten. Und Feuer. Geht hinterher, vielleicht reicht es zu treffen, mal gucken. Aber ich bin zu weit weg. Ne, der hat gesessen, gut. So, Feuer und boom, weg ist er. Und der nächste. Nee. Oh, haut man eine Eastiger auf, eine Imreg raus. Und noch einen hinterher. Ah, okay, das ist Verschwendung, verdammt. Okay, das ist der nächste Demon. Der ist jetzt auch schon zerrissen. Haben wir noch mehr Demons dabei? Gucken, das sind nur unsere Jungs. Nicht, da wir haben noch... Oh, warte, Meschers. Gut Glück gehabt. Ich hab da eine Rakete am Arsch kleben. So, dann sind jetzt die Razors dran. Die kennen wir übrigens noch aus Wing Commander 4, wenn ihr euch erinnert. Das sind die Schiffe, die die Piraten auch dort geflogen haben. Und die Demons, die sind aus Wing Commander Privateer. Da werden die in der Regel von den Gegnern geflogen. Ah, hier, komm, friss. Ja, steht die Rakete daneben. Okay, das werde ich jetzt überwiegend mit den Bordwaffen machen müssen. Weil die Hitziger so lange beim... Ah, okay. Bang. So. Ah, da ist der nächste. Ach komm, hier, Hitziger, friss. Heißt das Countermeasure? Yeah, ja doch, aber es ist nicht explodiert. Dann kommen wir ein bisschen näher ran. Ah, da so Licht wollte ich nicht. Und ihr seht, meine Flying Skills sind genauso schlecht wie sonst auch. Und außerdem ist mir der Arrow schlicht und ergreifend zu schnell. So. Na komm. Viele sind es doch erst nicht mehr. Aber ich habe echt Probleme damit, das Ding in meinen Zielbereich zu bekommen. Das hatte ich aber bei Wing Commander 4 am Anfang auch. Ja, ja, genau. Ich denke so, und jetzt sind meine Kollegen mit Feuer, die kriegen auch mal was gebacken hier. Und vor allem halten die Schilde so viel aus von den Scheißdingern. Das ist echt irre. Na komm schon. Na bitte. Doch nochmal einen Treffer reingehauen. Aber die Schilder sind regeneriert von dem Jungen. Ja, ja, genau. Ist schon klar. Aber gute Position und treffe ihn trotzdem nicht. Oh, war das klar? Meine Güte, bin ich schlecht. So wie immer. Kennt ihr ja. Na komm schon. So. Oh Gott, ich fühle richtig beschissen jetzt gerade. Da hilft nichts. Hauptsache meine Kollegen kommen jetzt nicht mal dazu. Und die sind schon dabei. Finde ich gut. So, komm schon. Aber er hat auch nur noch 43%. Das heißt, er ist auch gleich erledigt. So, komm, ein bisschen näher ran. Jetzt will ich jetzt keine Raketen mehr haben. Na, komm schon. Das ist mein Kill. Na bitte, es geht doch. So, jetzt haben wir noch zwei Razors. Nehmen wir uns erstmal diesen hier vor. Der ist bei 84%. Und wird auch gerade von allen Seiten eingedeckt mit Feuer. Also von daher, okay, der ist erledigt. Und der letzte. Den kriegen wir auch gleich klein. Na komm.
say in your manual about this? Ja, genau. Ups. Die Kollisionstaktik, die Rammtaktik, die man in den älteren Spielen benutzt, sollte man hier nach Möglichkeit übrigens nicht anwenden. Das funktioniert hier nicht ganz so gut. Da kriegt man nur selber Schaden bei. Das ist eine ganze Menge. Je nachdem, mit welcher Geschwindigkeit man auf den Gegner trifft, wie massiv er ist. Hängt, so. Oh, mehr Ziele. Demons, oha. Major, the fighters are taking off. Let them go. Return to escort formation. But we could... Get back here, Sandman, or I'll remove you from the flight roster. We can't leave the transport vulnerable chasing after a few kills. Okay, dann verfolgen wir sie halt nicht. Gehen wir zurück zur Aurora und beenden unsere Mission. Acknowledged, Major. I'm returning to escort formation. Major, this is Viking. We were told you were under attack. We need to offer assistance. We're under attack, Viking. But we destroyed several of them and drove off the rest. They are fleeing into the asteroid field. What's the status of your wing? We are all functional. Sandman didn't do half bad in a real fight. Thanks, sir. I did my best. You're turning out just fine, kid. You guys should have seen him. Good work, David. I can't wait to hear all about it. That's great. We've got a decision to make. My wing is still fresh. Do we pursue the pirates? Negative. Lieutenant Colonel Mitchell says the chances of an ambush is too great. You are to finish your current objective and then return to base. From there, we will organize a proper search. Okay then. Let's get the transport to the jump point at Nav 4. Then they'll be safe. Viking, we'll see you back at base. Activate the autopilot. Proceed Gut. to next waypoint. Ab zum Autopilot, zum nächsten Wegpunkt. Das sollte es jetzt hoffentlich gewesen sein. Jetzt sollte den Piraten eine Lehre gewesen sein, mich anzugreifen. Und beim nächsten Mal hole ich sie mir alle. Ha. Einfach, weil ich es kann. This is TCS George Custer performing jump point control. Did you have any problems out there, Applewing? We ran into a few pirates, but we were able to beat it back. Pirates, huh? That's surprising. TCS Aurora, we are ready to assume escort. Affirmative. Thanks for the escort work, Major. We'll guard the transport until she leaves the system. You're relieved of your escort duty. Roger that. Alpha Wing, let's get back to the Wellington. Set course back home to Nav 5. Okay, machen wir. Proceed to next Und ab nach waypoint. Hause. Ja, wie gesagt, als ich das erste Mal gespielt habe, habe ich kläglich versagt, weil ich zuerst die Razor angegriffen habe und nicht die Demons. Aber wenn man das so in der Reihenfolge macht und mit den Raketen nicht zu sparsam umgeht, dann schafft man die Demons auch so weg. Nicht das Thema. Mission complete. Welcome back, Alpha Wing. Flight deck is free. You have clearance to land. Good job out there. Roger, Wellington Control. Alright, boys. We can go back home now. Jo, so, hoffen wir, dass ich hier reinkomme, ohne irgendwo gegen zu fliegen. Ja, das sieht gut aus. Geschafft. Ha. Very nice work, Sandman. We were all taken by surprise by those pirates in the system. You kept your cool, followed orders, and fought well, and kept yourself and your wing from getting smeared to nanoparticles. Don't let your reputation of being the top prospect in your class go to your head. But you did well enough out there today. Tja, okay, gucken wir uns kurz die Statistiken an. Wie viele Leute haben wir abgeschossen? 3 nur, schade. Und einen Assist gegeben. Treffergenauigkeit, wow, 8%, ey, das ist echt klasse. Hey. Dafür war aber die Raketentrefferquote bei 87% ziemlich gut. Ja, 8 Raketen abgefeuert, 7 Treffer, das ist eine gute Leistung. Alles klar, ich würde sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt Let's Play Wing Commander Saga. Bis dann.